Jo, Letzte Woche habe ich euch auf Instagram gefragt, welche Fragen ihr so zum Thema Study Abroad habt, und genau die beantworten wir heute. Und dazu bräuchte ich jetzt mal mein Handy. Okay, auf geht's. Frage des Tages. Was haben Maler RDK, Kimberly Schrön und Anne Zuckerkanne gemeinsam? Tjo, sie wollen alle wissen, wie es so mit Finanzierung, Kosten und Co. hier aussieht. Ganz kurz vorweg, ich studiere International Communication and Media, so, hier in Utrecht. Meinen Studiengang sollte ich jetzt langsam wissen. Kostet ca. 2000 € im Jahr für EU-Mitglieder. Bücher und Co. sind da natürlich noch nicht dabei, aber das ist Fixkostenpunkt Nummer 1. Nummer 2 sind dann die Wohnungskosten. Da liegt man in Utrecht so, ich sag mal 350 bis 450, 500 €, also ist alles eine Frage des Glücks, aber die Situation selber ist schon recht bitter. Es sind einfach Milliarden von Studenten, die eben eine Wohnung suchen und die auch sehr ausgebeutet werden, muss ich ehrlich zugeben, aber was soll man machen? Und dann kommen noch, warte mal, wir sind bei Nummer 3, oder? So. Und dann kommen noch so Lebenskosten und Co. hinzu für Essen, Freizeit und weiß nicht was. Wenn ich dann mein Bankkonto frage, wie sieht's aus mit Festival-Tickets, dann sieht es meistens so aus. Maler RDK, um deine Frage, ist es teuer im Ausland zu studieren, in einem Satz zu beantworten: Ja, es ist teuer. Okay, unter anderem fragt Zoe.ma, hast du einen Nebenjob oder wie finanzierst du dir den ganzen Spaß? Also bevor ich hierher kam, hatte ich Ersparnisse, Betonung auf hatte. Ja, also zurzeit werde ich noch sehr intensiv von meinen Eltern finanziell unterstützt. So. Und warum habe ich bis jetzt noch keinen Nebenjob oder keinen fixen Nebenjob? Ja, also Nummer 1, ich wusste nicht, wie zeitintensiv dieses Studium sein wird. Nummer 2, ich bin im Promotion-Team von der Study Association, also von der Studentenvereinigung von meinem Studiengang, und wusste auch nicht, wie viel Zeitaufwand das mit sich bringt. Deswegen wollte ich von Anfang an mal nicht sofort einen fixen Nebenjob haben, und alles, was ich bisher gemacht habe, war Babysitterjobs da, Babysitterjobs hier, und zurzeit bin ich auf der Suche nach einem Nebenjob, was auch wieder so eine Challenge ist. Ich sage aber nicht, dass es unmöglich ist, nur mit Englischkenntnissen hier einen Job zu finden, weil ich kenne genug, die das geschafft haben, und jetzt muss nur ich das nochmal schaffen. Yay. Nächste Frage. Krümel187 fragt, sind die Vorträge auf Englisch? Ja, also mein Studiengang ist ausschließlich Englisch. An meiner Uni selber werden auch noch holländische Programme angeboten, aber bei mir gibt es nur Englisch, außer meine Dutch Class, aber da war ich schon lange nicht mehr, aber das ist ein anderes Thema. Someone, Gott bin ich blöd. Someone said so, fragt, wie sieht es mit dem Fachenglisch innerhalb des Studiengangs aus? Kommst du gut damit zurecht? Das ist schon eine gute Frage, weil ich meine, ich habe die letzten 2 Jahre, in Amerika gelebt, aber es war mehr so ein Smalltalk-Englisch, würde ich es mal nennen. Ich habe mich jetzt nicht über Research und Co. unterhalten, und warte mal. Bias is a deliberate attempt either to conceal or highlight something that you found in your research, or to use deliberately a procedure or method that you know is not appropriate, but will provide information that you're looking for because you have vested interest in it. Und das war ein Satz. So, also das Fach Englisch ist vorhanden, mein Wörterbuch ist auch immer gleich da, und aber es klappt. Es geht echt. My stock of knowledge has expanded significantly. Kann man das so sagen? Keine Ahnung. Lisa WTTLNG. Nochmal. Lisa WTTLNGR fragt, nervt es dich manchmal nicht einfach Deutsch reden zu können? Immer dieses Englisch, jeden Tag, ich glaube, das würde mich verrückt machen. Nee, das Englisch so an sich nervt mich eigentlich nicht. Ich habe auch hier deutsche Freunde, also mein Deutsch kommt auch nicht zu kurz. Was mich manchmal nervt, ist das Dutch in dem Sinn, dass, ich meine, selbst wenn man versucht, hier Dutch zu sprechen, dann, sie merken halt sofort, dass du nicht Dutch bist, und dann reden sie eigentlich einfach Englisch zurück, und dann, läuft das auch nicht so. So, Sarah will jetzt wissen, wie läuft es mit dem Dutch? Läuft nicht so. Ja, also ich habe bis jetzt auch nicht wirklich viel Zeit rein investiert. Ich will es noch immer lernen, aber bis jetzt sind die Aussichten, dass ich nach meinem Studium fließend Dutch spreche, eher not gonna happen. Musstest du bei der Anmeldung ein Sprachzertifikat in Englisch vorlegen, oder reicht das Reifeprüfungszeugnis dafür aus? Sprachzertifikat musste ich keins vorlegen, weil für manche Länder, also Deutschland, Österreich ist dabei und noch ein Haufen anderer, reicht das Abitur- oder Maturazeugnis aus. Manche müssen aber TOEFL-Test und Co. vorlegen. Die Au-pair-Map will wissen, kannst du mal deine Uni zeigen, wie der Campus so aussieht und so. Ich kann gerne mal so einen Vlog, also so ein A Day in my life as a student versuchen, aber heute bin ich zu Hause, da gibt es nichts Campus. Ist auch gut so. Also nee, heute nicht. 1, 2, 1, 2, 3, hey!
Na gut, ausnahmsweise hier eine ganz kurze Tour am Tag meiner ersten Prüfungen. Yay! Love, so hello, it aches, baby, don't turn around and say what you need to say. I know sometimes it gets there. Kannst du vielleicht etwas über deinen Studiengang erzählen, weil, also was man da so macht und so? Was mache ich und so? Mein Studiengang dreht sich um die 3 Themen, die sind Communication, Media und Marketing. Also, ich meine, zurzeit habe ich zum Beispiel eine Research Class, davor habe ich eine Website designt, zwar nur Basic, aber trotzdem. Dann, was habe ich noch? Ich habe Marketing gerade, ich habe danach Humanities. Also, es ist sehr weitläufig, was mir bis jetzt auch wirklich gut gefällt. Macht es dir Spaß? Ja! Natürlich macht es mir Spaß. Und das liegt nicht nur daran, dass wir eine Bar haben in der Uni. Yay! Oh, Jule 411, ich liebe diese Nummern. Fragt, wie lange dauert dein Studium und beinhaltet es auch ein Praktikum bzw. Auslandssemester? Also, mein Studium dauert insgesamt 4 Jahre und es ist sowohl ein Auslandssemester als auch ein Praktikum dabei. Man kann das sich selber einteilen, sage ich mal, wann genau man das macht. Und ich als International Student dürfte theoretisch sogar in den Niederlanden bleiben. Aber wenn man schon abroad studiert, wieso nicht nochmal abroad gehen? Die nächsten Fragen werden jetzt spannend, weil Annalena00 will wissen, wusstest du schon länger, was du studieren möchtest? Haha, nee. Beziehungsweise, wie hast du herausgefunden, dass das richtige Studium für dich ist? Und die nächste Frage ist nämlich fast so ähnlich, nämlich Linda fragt, wie hast du für dich dein perfektes Studium gefunden? Und diese 2 Wörter, richtig und perfekt, die, ja, mit denen habe ich so ein bisschen gekämpft, weil ich habe keine Ahnung, ob das mein perfektes Studium ist. Natürlich hatte ich bis jetzt Momente, wo ich mir dachte, was soll das? Was macht die Uni? Oder wieso ist das nicht anders organisiert? Lalalala. Aber was ich mir hier nicht herausnehme, ist es, euch meinen Studiengang als perfekt zu verkaufen. Keine Ahnung, ob es perfekt ist. Bis jetzt bin ich ziemlich zufrieden. Also, und das muss fürs erste Mal reichen. Die Frage kann ich eindeutig beantworten. Ob ich die Niederlande an sich für ein Auslandssemester empfehlen würde? Ja. Eindeutig ja, auch wenn ich das Wetter zurzeit hier nicht so unbedingt liebe. Ich liebe die Leute, ich liebe die Architektur und die, keine Ahnung, die Atmosphäre und das Studentenleben in Utrecht oder in den Niederlanden kann ich eindeutig empfehlen. Die Fatschnee fragt, wieso studierst du in den Niederlanden und nicht in Österreich? Aus dem einfachen Grund, weil ich mich für die Studiengänge in Österreich nicht aus dem Ausland bewerben konnte. Also was ich in Österreich studieren wollte, hat irgendeine Art von Aufnahmetest oder persönliches Gespräch erfordert, was ich nicht machen konnte. Deswegen habe ich begonnen, mir Studiengänge in England, auch ganz kurz in Amerika anzuschauen, aber mein Bankkonto hat eindeutig Nein gesagt. Dann habe ich wäre ja sogar fast in Kiel gelandet. Aber irgendwie bin ich dann einfach so über Utrecht gestolpert und ja, jetzt bin ich hier. Achtung, jetzt wird es hier richtig emotional. Lena Lies will nämlich wissen, ist es schwer für dich, nach 2 Jahren in Amerika wieder in ein neues Land zu ziehen und nicht bei deiner Familie und deinen Freunden zu sein? Ja, ist es. Also ich glaube, das sind so die Pro und Cons vom Auslandsstudium. Es nervt manchmal schon gewaltig, aber eine Sache, die das Ganze jetzt eindeutig ändert, ist, dass ich in Europa bin. Also ich bin in 2 Stunden zu Hause und sitze nicht in einem 7-Stunden-Flieger aus Amerika. Aber ja, diese Frage tut gerade irgendwie besonders weh, weil wir zurzeit Familienzuwachs erwarten. Und ja, wenn man dann die Tante ist, die da irgendwo da oben in den Niederlanden herumgurkt, ja, dann denkt man sich schon manchmal, warum ist es das wirklich wert? Aber ich war vor kurzem erst zu Hause zu Weihnachten und ich werde auch bald wieder nach Hause düsen, also ist okay. Akku war leer. Oh, mein Handy hat auch noch genau 4%. Toll. Oh, 3. Super. Okay. Das wird jetzt noch fix fertig gemacht. Merles Frage finde ich noch Hammer, weil sie fragt, bist du eher einer der fleißigen und sportlichen Studenten oder der alles auf den letzten Drücker macht und feiert? Okay, wo fange ich an? Sportlich? Ja, also ich habe eine Sporttasche, aber die verwende ich eigentlich nur zum Einkaufen. Im Gym oder so bin ich nicht, aber also gewollt bin ich nicht sportlich, aber ich fahre jeden Tag eine halbe Stunde hin und zurück Rad, also das nenne ich jetzt schon mal sportlich. Jo, mein Studentenleben koste ich auch in vollen Zügen heraus, das kann man schon so sagen.
Fleißig sein, ja, kann ich, wenn es sein muss. Also ich finde halt, ich zahle schon wirklich einen Haufen Geld für diesen Spaß hier und ich will da wirklich das Beste für mich auch dann rausholen. Also ja, zum Beispiel nächste Woche ist Exam Week. Ich sitze vor einer Kamera, keine Ahnung wie fleißig ich gerade bin, aber ja. Apropos Exam, nächste Woche habe ich 3 Stück davon und zwar, ich meine, es ist Multiple Choice und Open Questions, aber Multiple Choice ist nicht so einfach, wie sich das anhört. Ich finde das einfach, das ist immer so ein Schaß, wenn du, also jede Antwort ist meiner Meinung nach dann richtig oder fast jede und dann suchst du dir so die richtigste raus. Oder das Beste ist, wenn ich diesen Moment habe, wo ich mir diese Frage durchlese, ich denke mir, oh, das ist eindeutig C und dann will ich das hier so ankreuzen und dann so, warte mal, die letzten 3 Fragen waren schon C, das kann nicht sein. Und ja, oder ich gehe dann so, wenn ich gar keine Ahnung habe, denke ich mir einfach so, okay, welche Buchstabe passt jetzt in meinen Pattern da am besten rein? Ich bin ein echter Multiple Choice Pro geworden. Aber wie ist das eigentlich, das würde mich noch interessieren, weil ich wäre ja fast in Deutschland gelandet und hätte in Kiel sowas Ähnliches studiert. Shoutout to Frieda. Habt ihr dann so Multiple Choice Exams? Wenn ja, dann Hashtag Multiple Choice Bros, oder? Keine Ahnung, würde mich einfach interessieren, wie das in Deutschland so abläuft, aber ja. An dieser Stelle alles Gute und Fingers crossed für alle, die jetzt gleich Prüfungen haben und Co. Und ja, können wir das schaffen? Yay, wir schaffen das. Okay. Man merkt, ich war Au pair viel zu lange. Bevor ich hierher kam, habe ich nach einem Studium gesucht, das Nummer 1 auf Englisch ist und das sich so um Medien und Kommunikation dreht. Oh, ich weiß, dieser Riesenüberbegriff. Aber für mich habe ich hier das richtige Studium gefunden. Keine Ahnung, ich meine, ich studiere das jetzt seit 5, 6 Monaten und bis jetzt läuft's, ja, kann man lassen. Das Land hier an sich kann ich aber einfach von wärmstem Herzen empfehlen, ob jetzt als Student oder nur auf Urlaub, kommt vorbei. Und sonst sage ich danke für die Fragen und ich hoffe, ich konnte euch so einen kleinen Einblick geben. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder zahlreich versammelt wieder und bis dann, tschüss und alles Liebe aus Utrecht. Stopp, ich habe die beste Frage vergessen. Wie hast du deinen Fahrradunfall gebaut, Agnes? Na, ja gut, sowas schaffe auch noch ich, aber zu meiner Verteidigung, ich bin nicht gefahren, aber wir waren zusammen unterwegs, ich saß hinten auf dem Rad, wir sind so schnell um die Kurve gefahren, es war eisig und wir sind einfach so richtig gefaceplantet in den Boden, also anders kann man das nicht sagen. Und ja, seitdem trage ich nur noch Sweatpants, weil ich keine engen Skinny Jeans und Co. mehr anziehen kann, weil meine Knie einfach so dunkel sind, dass mich meine Roommate gestern gefragt hat, ob sie einfach komplett dreckig sind. Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, das ist jetzt hier TMI, die brauche ich euch nicht zeigen, aber mir geht's gut. Das sind so die Side Effects from Study Abroad in the Netherlands. Falls ihr aber trotzdem noch interessiert seid an Themen wie Wohnungssuche und Umzug und Kosten und Co., dann würde ich dazu gerne ein extra Video nochmal machen. Und ja, lasst mich das einfach wissen, ob ihr das sehen wollt oder nicht.